willkommen zu diesem neuen und ersten richtigen Video im Jahr 2020 auf meinem YouTube-Channel hier. Wer mich noch nicht kennt, hi, ich bin die Dani. Willkommen auf meinem Channel Dani Whalen. Die Menschheit hängt sich gerade in der Tatsache auf, dass wir quasi 20er Jahre 2.0 jetzt haben. Es ist 2020 und jeder kennt ja die 1920er Jahre, alles was da so abgegangen ist, was da für Veränderungen los waren. Es war doch ein faszinierendes Jahrzehnt mit vielen Höhen und Tiefen, der Tanz auf dem Vulkan. Und ich habe da mal so überlegt, aus den 20ern, was begleitet uns oder mich denn so tagtäglich? Denn mir ist dann so aufgefallen, dass ja tatsächlich diese Dinge schon 100 Jahre alt sind. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen hier hingesetzt in mein Zimmer und habe meinen Blick schweifen lassen durch meine Einrichtung und so weiter und so fort und habe ein paar Sachen zusammengefasst, die also nun schon 100 Jahre alt sind oder 100 Jahre genutzt, gehört oder gesehen oder was auch immer werden. Und ich fand das einfach faszinierend, wie lange das schon her ist und möchte das einfach mal mit euch teilen. Also hier sind also die Dinge, die es seit 100 Jahren, seit den richtigen 20er Jahren gibt und die einen tagtäglich immer noch begleiten. Ganz eindeutig war es bei mir mit der Musik. Ich habe einige absolute Lieblingsmusiker, die ich fast täglich höre und die aus den 20er Jahren sind. Und das war auch das Erste, was mir aus dem FF quasi eingefallen ist. Das waren Musiker wie Louis Armstrong oder Bessie Smith, Duke Ellington oder Cab Calloway and his Orchestra. Ob man jetzt Josephine Baker ist halt so eine Figur, die man einfach auch kennt aus der Musik. Die zähle ich jetzt da einfach mal dazu. Jeder kennt doch dieses Foto aus den 20ern von dieser Dame, sehr leicht bekleidet, mit den Bananen als Rock. Ich wollte schon fast als Gürtel sagen, denn kurz genug wäre es ja. Das heißt, Josephine Baker könnte man auf jeden Fall als inspirierende Frauenfigur aus den 20er Jahren damit einordnen. Wen ich außerdem damit einordne, ist Jean Harlow. Auch wenn sie ihr absolutes Hoch als Schauspielerin in den 30er Jahren hatte. Die liebe Jean ist ja leider schon sehr jung gestorben. Aber sie hat bereits einige erste Kurzfilme in den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre gedreht, deswegen zähle ich sie da noch mit dazu. Nicht zu vergessen ist natürlich das erste It-Girl, das es gab, Clara Bow. Die liebe Clara hängt auch hier hinter meiner Kamera an der Wand und war, wie gesagt, eigentlich so das erste It-Girl, das es gab. Ihr wurde hinterher geeifert, sie hat diesen wahnsinnigen Kurzhaarschnitt ja, bekannt gemacht, einfach auch mitunter und war einfach eine der ersten richtig, richtig tollen, großen und bekannten Flapper-Girls aus der Fernsehfilm, eher Film als Fernsehgeschichte. Außerdem für mich wichtig und nennenswert, meine absolute Ikone Marilyn Monroe wurde in den 20er Jahren, nämlich am 1.6.1926 geboren. Eine Sache aus den 20er Jahren, die ich jeden Tag sehe und auf die ich jeden Tag sehr stolz bin, ist meine geliebte Schreibmaschine. Die steht da vorne. Und die ist aus den 20er Jahren, aus den frühen 20ern. Und ja, und die steht hier, die funktioniert nicht mehr so ganz. Es gibt kein Farbband für diese Schreibmaschine, ein paar Tasten. Die Leertaste funktioniert nicht mehr so gut. Der Rest würde vielleicht sogar gehen, also. Aber ja, dieses Stück ist aus den 20s und ist einer meiner absoluten Schätze. Und die Tatsache, dass diese Schreibmaschine schon ca. 100 Jahre auf dem Buckel hat, finde ich crazy. Auch bei der Mode können wir uns die 20er Jahre eigentlich tagtäglich vor Augen halten. Das kleine Schwarze, das wahrscheinlich fast jede Frau, jede zweite oder dritte im Kleiderschrank hängen hat, wurde in den 20er Jahren das allererste Mal von Coco Chanel entworfen. Außerdem war es das erste Jahrzehnt mit wirklich kurzen Röcken, also für damalige Verhältnisse, Knielänge, wow. Und es ist auch das erste Mal, dass sich dann diese Modebewegung, Modeerscheinung nicht wieder zurückentwickelt hat zu dem, was davor war. Also ab da war es einfach vorbei mit dem Muss für lange, bodenlange Röcke, genauso wie für Korsetts etc. Das waren Dinge, die waren dann vorbei. Ganz enge Korsetts, wie es sie davor noch gab, und die langen Kleider. Seitdem haben wir also quasi die Freiheit, ganz normale Unterwäsche zu tragen, sage ich jetzt mal, BHs und so weiter und so fort, die uns nicht mehr absolut einengen und wo man sich einschnüren lassen muss. Und wie gesagt, auch die Rocklänge hat da quasi das erste Mal
sich dramatisch verändert. Und auch eine Neuerung war, dass es plötzlich verschiedene Klamottenarten quasi gab. Es gab Sportmode und auch Freizeitmode. Das war auch etwas, was es davor nicht gab. Die Frau hatte doch einen starken emanzipierten Schwung bekommen, sage ich jetzt mal, in den 20er Jahren. Es gab viele Dinge, die man plötzlich dürfte und konnte. Und man hat stark rebelliert mit Make-up, mit dem Tragen von eben dieser Kleidung, mit Tragen von Kurzhaarschnitten. Man hat sich plötzlich gesonnt, Sonnenbaden gegangen und so weiter. Alles Dinge, die davor absolut nicht möglich und absolut verpönt gewesen sind. Frauen haben sich mehr durchgesetzt. Das Wahlrecht war jetzt auch eigentlich da für Frauen und deswegen sind die 20er Jahre einfach eine Zeit des Aufbegehrens und der Unabhängigkeit der Frau. Man hat nach dem Ersten Weltkrieg einfach auch Jobs immer noch gehabt, weil viele Männer einfach nicht mehr fähig waren zu arbeiten oder auch weil einfach viele ums Leben gekommen sind. Also es war ein nicht ganz so schöner Grund, warum Frauen auch hier mehr eingespannt worden sind in bestimmten Berufen. Aber es war einfach diese Unabhängigkeit jetzt da und die wurde voll ausgekostet. Durch, wie gesagt, das Erscheinungsbild, durch sportliche Betätigung, einfach Dinge, die davor nur Männer getan haben. Und hierzu gehört natürlich auch das Ausgehen. Also plötzlich war es möglich, in Bars auszugehen. Und das ist auch was ich persönlich ganz toll finde, weil ich liebe Bars. Ich gehe gerne in Bars und trinke ein paar Cocktails, vielleicht auch mal ein paar zu viele. Und das ist auch etwas, was es ab da dann gab. Man hat sich öffentlich getroffen, hat die Nächte durchgetanzt, durchgetrunken und geraucht und hat das Leben dann in vollen Zügen, wie man es kennt, aus den 20ern, wo man doch wirklich Vollgas gegeben hat, bis der große Börsencrash kam. Das war dann eben möglich und das ist eben auch etwas, was es bis heute gibt. Und man muss sich das vorstellen, vor 100 Jahren circa hat das also angefangen, dass man das dürfte als Frau. Einige Tänze, die auch aus der Vintage-Szene nicht wegzudenken sind in dieser Zeit entstanden. Von Blues über Black Bottom, über den Shimmy gab es dann auch nämlich den Charleston. Und der Charleston wird ja heute noch gerne getanzt. Es gibt super viele Tanzschulen, die Charleston-Kurse anbieten. Das ist immer noch ein super begehrter, super spaßiger und echt anstrengender Tanz. Und aus diesem Ganzen ist auch Ende der 20er Jahre Lindy Hop entstanden. Lindy Hop hatte zwar dann so das Hoch erst in den 30ern, aber entstanden ist er tatsächlich schon in den 20s. Eine andere Sache, die inzwischen nicht mehr ganz so begehrt ist, aber es bis vor, ja, ich würde jetzt mal sagen, einem Jahrzehnt oder so vielleicht noch gewesen ist, war die Dauerwelle. Die Dauerwelle wurde das erste Mal praktiziert in den 20er Jahren. Und eine Sache, die auch immer auf meinem Schminktisch steht, und die habe ich auch gerade griffbereiter als meine Schreibmaschine, ist dieses Parfum hier, nämlich das Chanel Nummer 5 Parfum, das auch Marilyn Monroe gerne getragen hat. Das kam eben auch das allererste Mal in den 20er Jahren raus von Coco Chanel im Jahr 1922 und ist seitdem das meistverkaufte Parfum der Welt. Auf keinen vergessen sollte man auch interessante Literatur aus den 20er Jahren. Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von F. Scott Fitzgerald, habe einige Bücher von ihm und es ist faszinierend, man liest es und ich finde die Charakterzüge der Person, man kann es noch heute auf Personen, die man vielleicht auch selber kennt, irgendwie projizieren, die Wünsche und Ängste dieser Person und wenn man dann bedenkt, dass es irgendwie 100 Jahre her ist und man denkt sich einfach so, wow, so viel hat sich der Mensch eigentlich gar nicht geändert. Es war zwar eine andere Zeit, aber viele Dinge sind einfach doch gleich geblieben. Das waren noch meine Infos. Das Ganze sollte jetzt keine richtige Geschichtsstunde oder irgendwie sowas werden. Aber ich dachte mir, Dinge, die ich persönlich interessant finde, die mich auch auf meinem tagtäglichen Weg mehr oder weniger oder Lebensweg begleiten, bringe ich mal einfach alle zusammen, um mal zu zeigen, was sich in den 20ern damals, vor 100 Jahren also alles getan hat und was bis heute einfach immer noch besteht und praktiziert wird und und uns vielleicht auch tatsächlich nach wie vor jeden Tag begleitet. Und das waren eben so die Dinge, die mich tagtäglich begleiten. Ich wünsche euch also jetzt auch ein tolles 20er Jahre 2.0 Lebensabschnittszeit Dingsbums und freue mich drauf, wenn ich euch beim nächsten Video auch bald wiedersehe. Lasst gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da, wenn ihr es lustig oder süß oder schön oder interessant oder informativ oder was auch immer gefunden habt. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video ganz bald wieder. Bis dahin alles Gute euch und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Also, bis dann. Ciao.